Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Ja, hallo, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen wieder bei Herzenssache, dem Podcast von Madame Fogana. Ich bin Christine Ich bin Bettina. und heute geht's mal um was anderes. Und zwar gibt es eine Serie bei Prime Video, die heißt Selfmade. Und da war erst kürzlich Bettina zu Gast. Erzähl doch mal, Bettina, wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Ja, hi Christine, ja, da bin ich gekommen zu wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar hatten wir letztes Jahr in Ghana Besuch von einem unserer großen Spender. Da haben wir beide auch einen Podcast gemacht, der Jerome. Ja, Erinnerst Jerome, du dich genau. vielleicht? Müsst ihr mal schauen. Ja. Ich weiß gerade auswendig nicht, welche Folge. Der Jerome Evans, dessen Vater ja auch aus Ghana kommt, die Mama kommt aus Deutschland und der sich als Unternehmer in Deutschland wirklich von der Pike auf sozusagen etabliert hat. Also nicht, wie wir es so schön sagen, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist, sondern aus dem Kinderzimmer raus mit einem Start-up gegründet hat. Ne? Ich meine, Gründung kennt ihr ja auch, Christine, du und dein Mann, ihr seid ja auch Unternehmer. Genau, und der Jerome ist ja einer unserer großen Förderer und auch Freunde. Ne? Also Jerome und ich und seine Familie sind einfach mittlerweile auch schon seit Jahren sehr gut befreundet. Und der Jerome war, wie gesagt, letztes Jahr in Ghana und hatte ein Kamerateam dabei mit dem Produzenten von Selfmade, dem Leonard Gessner. Denn der Jerome ist auch mit dem Produzenten befreundet, ne? Und Jerome war Teil dieser Serie Selfmade in Staffel 1. Also so kam quasi Jeroms Verbindung her. Das ist eine Serie, wie du gerade schon gesagt hast, wo es um Unternehmer geht, eben die von null mit sehr viel Elan, Enthusiasmus, Können, Glück, wie sagt man, Resilienz, ja, also wirklich was aufgebaut haben. Ja, und es sind vor allem, glaube ich, auch Unternehmer, die man jetzt nicht da ständig in Radio, Fernsehen, irgendwelche Tech-Profis aus Silicon Valley, deren Namen uns schon geläufig sind, sondern das sind ja auch ganz normale Leute wie du und ich, Ja. die einfach die in die Hände gespuckt haben und eine Firma aufgemacht, ja, also richtig Gas gegeben haben. Ja, Das ist ja nicht so einfach, das macht man ja nicht einfach mal so. Also es ist ja schon toll. Das ist genau, das stimmt absolut. Deswegen bin ich da auch Teil von, weil ich ja kein klassischer Unternehmer oder Unternehmerin in dem Sinne bin. Und ich bin ja nicht nach Ghana gegangen, habe gedacht, jetzt gründe ich was. Wobei viele von den Unternehmern, wenn man sich mal die anderen Folgen, also natürlich meine Folge anguckt, klar, aber die anderen wirklich, manche von denen auch gesagt ist, ja, dann ist das einfach so passiert. Ne? Und das ist ja so ein Ausspruch, den wir beide ja hier auch schon öfter gesagt haben. Naja, also der Leonard Gessner, eben der Produzent, der war eben mit uns in Ghana und hat das alles gesehen und hat gesagt, wow, da würde er mich gerne mal in eine Folge einladen, also dass er auch eine Folge über mich macht, ja. Und das ist dann wirklich passiert. Da kann ich auch nur 100.000 Mal Danke sagen, weil das natürlich einfach eine total tolle Chance ist. Und wie du gerade schon gesagt hast, eben ein total toller Kreis ist. Also das sind wirklich alles ganz, wenn man sagt, normale Leute, hört sich irgendwie so blöd an, aber ich will eben damit ausdrücken, niemand, der jetzt, sag ich mal, schon großes Vermögen hatte, wo man dann schon großes Startkapital hat. Also zum Teil wirklich sind das ganz junge Leute, die mit 14, 15 im Kinderzimmer, ne, der Jerome zum Beispiel mit 14, glaube ich, im Kinderzimmer was angefangen hat. Ja, und es ist ja auch so, dass manche Leute dann auch wirklich einfach auch mal richtig Scheiße bauen und dann richtig am Konkurs entlang und dort trotzdem sagen, ich gebe jetzt nicht auf, die Idee, die ich habe, ist so gut, da bleibe ich jetzt dran und lassen sich da auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen, stelle ich mir vor. Ja, das sind einfach ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Ich war bei der Premiere der 3. Staffel auch mit eingeladen, weil der Jerome und der Leonard da eine Spendenaktion gestartet haben. Da ging es ja in Jeromes Podcast auch drum, dass wir gerade eine Klinik mitten auf dem Voltasee in Djilakope bauen. Da haben wir beide uns ja auch schon mal kurz drüber unterhalten.
Mhm. Ja, und so ist das gekommen, dass ich eben in der jetzt gerade eben erschienenen 4. Staffel in Folge 11, wie sagt man das, gefeatured werde. Also diese Mhm. Folge geht etwas über 30 Minuten und geht wirklich über mich, also einfach als Person. Natürlich, Madame Fo und ich, wir sind ja quasi Eins. Zwillinge, wir sind eins, genau. Mhm. Nichtsdestotrotz stehen ja einfach Menschen hinter diesen Dingen, die wir tun und eben auch bei Unternehmern, genau. Und das kann man nun schon so sagen, ich bin das Herz und der Motor von Madame Fo. Und das wird eben in dieser Folge 11, Staffel 4 jetzt gezeigt. Und das war eine ganz, ganz spannende Sache für mich, da dabei sein zu dürfen. Mhm. Ja, und wann weißt du schon ungefähr, wann die Folge dann abrufbar ist oder kann Ist man die schon. jederzeit? Ah, kann man jederzeit schon Ist abrufen jetzt? online gegangen, ich Ah, glaube in der okay. Nacht vom 21. auf den 22. Mai. Das Mhm. kann man sich schon angucken. Und ich habe auch schon ganz, ganz tolle Rückmeldungen gekriegt, eben von Leuten, die sich schon angeschaut haben. Sicherlich auch Spender oder Förderer, Freunde, die uns Madame Fo eben schon kennen. Aber auch neue, die mich jetzt und uns jetzt gerade erst kennengelernt haben. Und da habe ich schon wirklich ganz berührende Nachrichten gekriegt. Eins hatte ich auch bei uns in der Story mal gepostet auf Instagram. Da hat eine Dame wirklich geschrieben, dass ich ihr Mut gebe in diesen Zeiten, wo alle Leute immer so, ja, also die ganzen Widrigkeiten und es läuft ja Und einfach alles im ist zu Moment nicht so rund. schwierig und alles ist zu kompliziert und es ist alles anstrengend und ja, Ja, also klar. Mhm. das ist einfach total schön, wenn man natürlich für uns die Motivation, für mich, die Motivation sind ja die Projekte, wenn ich das sehe, was wir hier wirklich vor Ort machen. Aber wenn das eben sich durch so ein Format auch transportieren lässt und ich die Möglichkeit habe, einfach Leute mitzunehmen und auf uns aufmerksam zu machen, das ist natürlich super. Und ich bin gestern Also, Abend erst in Ghana gelandet, war eben die letzte Woche in Deutschland unterwegs. Wie gesagt, ihr müsst euch, wer es noch nicht tut, bitte folgt uns auf Social Media, auf Instagram und Facebook, @madamefogana. Verlinken wir euch hier auch unten in den Shownotes. Da konntet ihr Teil sein der Reise. Ein Teil kann man sicherlich auch noch mal angucken. Da habe ich so einen kleinen Storybericht gemacht. Genau, da war ich eben in Berlin. ah ja. Aber wurde jetzt für die Folge auch hier auch noch mal in Ghana gedreht? Für dieses Da Interview? Ja, da war eben das Glück, weil so Auslandsdrehs kosten ja einfach auch unheimlich viel Geld. Viel Ne? Geld, ist klar. Selbst wenn man das mit Mhm. einem ganz kleinen Team und wirklich low-key macht, kostet es Ja. einfach viel Geld. Und das war einfach unser Vorteil, dass der Leonhard Gessner eben in Ghana war im vergangenen Spätherbst und Mhm. da schon Aufnahmen eben machen konnte von mir und unserem Team und auch den Projekten, schon kleine Interviewsequenzen gemacht hat. Ja, das ist halt ein Profi, der hat schon im Voraus gedacht, so nach dem Motto, was ich einmal aufgenommen habe, das Passt kann ab. man. Das kann man dann verwenden, auch im Zusammenschneiden dann. Ja, Genau. klar. Und der Mhm. Studiodreh, der war im Frühjahr, im März diesen Jahres in Bremen. Ah, Da okay. war ich im März in Bremen und habe da im Studio aufgenommen. Also diese gesetzten Interviewsequenzen halt, ne, wo Mhm. wir ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, eben auch meine Kindheit, das erzählen eben die anderen Unternehmer auch, weil ähm, mir liegt es immer fern, und mich als so besonders, weißt du, darzustellen. Ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon ein besonderes Leben, also jetzt einfach nicht von der Stange. Wie ich aufgewachsen bin, mit den ganzen Schwierigkeiten, eben auch keinen goldenen Löffel, sondern eine sehr liebende Familie, eben mein Opi, allen voran meine Omi, meine Tante, mein Onkel, denen ich da einfach meine Persönlichkeit und meinen Charakter, mit dem man ja auch geboren wird, ne, aber Ja, ja, man wird ja geprägt auch von der Familie und von der Erziehung und wie man aufwächst und Schule und ist klar. genau, Mhm.
Das kam in dem Interview dann eben auch zur Sprache. Ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich mir ungern immer meine Sachen selber angucke. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt ja kein Riesenschauspieler, ne? Weil du wahrscheinlich auch selber sehr kritisch mit dir selber sein wirst. Ja, das ist auch klar. Ja, wahrscheinlich schon, aber viele wirklich Schauspieler, auch die ich jetzt so treffe oder so, schon mal eben auf Veranstaltungen oder so, treffe ich natürlich auch schon sehr berühmte Leute und so, die meisten sagen, ich gucke mir das gar nicht an. Also ich gucke mir meinen Film oder meinen Dings, gucke ich mir selber gar nicht an. Ich bin, wie gesagt, gestern Abend erst gelandet und der Klaus hat mich natürlich dann komplett in Beschlag genommen, mein kleiner Junge. Aber ich denke mal, dass ich es mir mit dem zusammen angucke, weil der darf alleine nicht an Amazon dran. Ne? Ja, Mit schon 10 braucht man noch keinen Zugang dazu. Aber ich denke, dann gucke ich es mir mit ihm an. Zurück. Also du warst jetzt in Berlin und was war das jetzt für eine Veranstaltung? Genau, das war die Premiere. Also irgendwann geht so ein Streaming-Angebot ja dann online. Genau, und das war sozusagen der rote Teppich-Event, wo alle Gründer der 4. Staffel eingeladen waren, aber eben auch alle anderen Gründer und alle Protagonisten und natürlich auch andere bekannte Leute aus Film, Funk und Fernsehen und so weiter waren da eingeladen und bei der Premiere wurden dann halt kleine Ausschnitte gezeigt und man hatte, also jeder Gründer, jede Gründerin, wir waren nur 2 Frauen, leider, ne? Aber genau, kann ich sehr ans Herz legen, die zweite Dame da ganz toll und die hatte auch Familie und so dabei, das war einfach schön, da habe ich gemerkt, wie doll ich meinen Klaus vermisse. Ja, und da war ich eben da sozusagen auf dem roten Teppich, könnt ihr euch, wie gesagt, bei uns da auf Instagram und Facebook noch angucken. Da hatten wir natürlich klar was gepostet. Und da ging es dann wirklich um die Staffel. Und klar, der Produzent und andere Leute waren auch vor Ort. Einfach ein schönes Get-Together, um auch zu würdigen, weil ich meine, sowas musst du auch erstmal filmen und produzieren. Das ist auch nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ne? Ist schon klar, ja. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, welche Unternehmer da sonst so da waren jetzt für die 4. Staffel? Also was die so für Firmen gegründet haben? Ja, ich will jetzt, sag ich mal, keine Namen nennen, ne? Guckt alle rein, dass ich da jetzt keinen raushebe. Natürlich mit dem einen oder anderen habe ich mir natürlich auch unterhalten. Mit einem habe ich auch eine Verbindung, weil der in Kenia auch sehr engagiert ist. Das ist natürlich, wo ich mich wiedersehe und er sich in mir so ein bisschen klar. Aber das geht eigentlich auch in den ganzen Staffeln wirklich durch die ganze Bandbreite. Also Startups im Finanzen, aber auch was Marketing und PR angeht, ja, in KI und verschiedenste Firmen und Unternehmen, auch natürlich in so Nischen. Und man muss wirklich sagen, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, da höre ich natürlich auch immer genau hin, weil klar, ich habe auch einen kleinen Sohn, ganz junge Leute, ne? Also wirklich Anfang 20, die wirklich schon ein, kann man so sagen, globales Unternehmen im Sinne von schon in mehreren Ländern, also nicht nur in der EU, sondern wirklich global unterwegs sind. Ja, und ich sehe ja, wie bei uns manchmal die Hürden so sind, ne? Einfach bei uns lokal, was wir so machen, wie jeder so versucht, das, was du gerade eben beschrieben hast, unter den widrigsten Umständen mit wenig Ressourcen, weil eben noch nichts da ist, sich da dieser Herausforderung zu stellen. Und das schafft ja auch, also ich meine, das schafft Arbeitsplätze, das schafft Motivation. Will jetzt hier gar nicht politisch werden, aber das ist ja gerade auch, ne, man kriegt natürlich den Alltag mit. Thema Deutschland, Wirtschaft, ne, liegt am Boden und so weiter. Und wenn du dann diese einzelnen, ich will es mal Leuchtturmprojekte oder Leuchtturm-Businesses siehst, dann fühlt selbst ich mich einfach motiviert, weil man sagt, Mensch, man kann das schaffen. Ja, weil wie gesagt, keiner von denen hatte eine fertige Infrastruktur von zu Hause geerbt, sondern einfach ran und machen. Und da muss ich sagen, passe ich und sehe ich mich einfach auch. Da passe ich total rein, ne? Weil ran und machen, das kann ich. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist ganz klar. Das, was du jetzt so alles erwähnt hast, das sind ja überwiegend Leute, die mehr in der Dienstleistungsbranche was gemacht haben. Gibt es auch Unternehmen, die produzieren? Also jemand, weil ich meine, wir mit unserer Schreinerei, wir sind ja produzierendes Handwerk. Ja. Gibt es da auch Leute, die sagen, okay, ich produziere jetzt was und ich produziere das
in Deutschland, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Alles, was bei uns produziert wird, ist so teuer. Wir müssen das ins Ausland verlegen und so. Also gibt es dann auch Unternehmer, die sagen, ja, ich produziere was, ich stelle was her. Ja, das auf jeden Fall auch. Wie gesagt, das sind jetzt mittlerweile 4 Staffeln mit insgesamt dann 40, 45 Folgen oder so. Da gestehe ich ein, das erlaubt meine Zeit nicht mehr, sich das alles anzuschauen. Ja, ist schon Aber klar. ganz sicher. Und wie gesagt, den nicht Einwand oder diese Anmerkung, die du gerade gemacht hast, eben mit Deutschland zu produzieren, das ja, selbst in der, also wenn es jetzt um ein Gut zum Beispiel geht, also wirklich etwas, was man in die Hand nehmen kann, ne, dann ist das eine Sache. Aber auch gerade in dem Bereich, wo es jetzt um IT und so weiter geht, ne, das sind vielleicht ja nicht Sachen, die man jetzt produziert im Sinne von einem Gut oder so, aber Nee, ist schon klar. ne, wo Ja, ja. einfach hier Sachen eröffnet werden und dann eben hier in Deutschland was einfach mit passiert. Und das ist natürlich was auch ich, obwohl wir ja, also was heißt obwohl, wir ja einfach im Ausland auch Sachen umsetzen, das einfach ganz spannend ist. Also für mich war das auch ja mal so ein Blick über den Tellerrand hinaus. Ne? Wir sind ja einfach auch sehr gut vernetzt, weil wir so viele Freunde und Förderer in verschiedensten Sparten und Bereichen, Branchen ja. haben. Ne? Also sei es in der Gastronomie oder in der Hotellerie oder so, wenn da Veranstaltungen stattfinden, Benefizkonzerte und all solche Dinge. Da manchmal glaube ich, wenn man die Augen so ein bisschen aufmacht, weißt du, dann sieht man, wo es Überschneidungen gibt. Wir neigen ja alle dazu, immer Sachen so schnell abzutun. Also da kenne ich mich nicht mit aus oder das ist gar nicht meine Branche oder so. Ja, so dieses, sage ich eben auch in meinem Interview, dieses Offensein den anderen gegenüber, weißt du, und sich auf was anderes einlassen und dann kann man sicherlich schauen, wo es da auch Schnittmengen gibt, ja. Und wenn man ja, so wie wir jetzt die Chance hatten, eben seinen Verein in diesem Fall bekannter zu machen, dann war das einfach für uns eine total große Chance, weißt du. Und da möchte ich einfach auch nochmal die Gelegenheit hier nutzen, mich bei allen, die das möglich gemacht haben, zu bedanken, weil da möchte ich gerne unser Gründungsmitglied, den kürzlich verstorbenen Herrn Hirmer zitieren. Ja, der hat immer zu mir gesagt, Bettina, wenn du im Keller singst, dann hört dich auch keiner. Du musst schon rausgehen. Und das ist vielleicht ja eine Sache, die ja wir alle irgendwie also so als Fazit, weißt du, es ist nicht jeder ein Gründer und es muss ja auch nicht jeder ein Gründer sein. Wir müssen ja auch alle Sparten so bedienen, sage ich mal. Vielleicht kann das so ein bisschen das Schlusswort, sag ich mal, sein, so wenn wir alle ein bisschen offener sind und schauen, wo wir, ne, dein Spruch mit dem, was man hat, an der Stelle, wo man ist, einfach das meiste machen kann. Und wenn wir das alle in unserem Feld tun, weil wir alle verschiedene Gaben haben. Ja, ne? Qualifikationen, jeder hat eine andere Begabung und wenn er das macht, worin er begabt ist und wenn er das gut macht, dann ist ja für alle was Gutes getan. Ja, Finde ich auf auch jeden immer. Fall. Genau. Das stimmt, genau. Ja, dann möchte ich, wie gesagt, diese Gelegenheit nochmal nutzen. Diese Folge ging es jetzt wirklich mal darum, dass ihr euch vielleicht das jetzt mal anschaut. Ne? Seid so gut, geht auf Prime Video, Selfmade, wir verlinken es auch unten. Staffel 4, Folge 11. Ihr könnt euch natürlich auch alle anderen anschauen. Schreibt uns, bitte gebt uns Rückmeldung. Wie gesagt, ich kann nur besser werden, auch im Kommunizieren von dem, was wir tun, weißt du? Da trägt ja unser Podcast auch zu bei. Ja. Ne, indem mir Leute Rückmeldung geben, uns Rückmeldung geben, sagen, Mensch, macht mal dies, macht mal das. Das würde uns mal interessieren. Genau, könnt ihr da mal drüber sprechen. Dann machen wir das gerne für euch. Sehr gerne. Ja? Ja gut, dann heute mal eine kürzere Folge. Danke für diesen Einblick in die Welt des Films. Gerne. Und dann hoffe ich, ihr Lieben, wir sehen uns hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe, macht's gut. Macht's gut, ciao. Tschüss.